So, und damit herzlich willkommen bei Maximal Minimal. Mein Name ist Max und heute gibt es mal wieder einen Statusbericht. Ihr könnt euch ja vielleicht daran erinnern, beim letzten Mal haben wir das Thema Gleiszwischenräume ausgestalten behandelt. Also hier die ganzen Stellen. Wobei ich jetzt hier noch mal ein bisschen fleißig war. Ich habe nämlich auch mir jetzt das zum Anlass genommen und gerade hier die am Bahnsteig sozusagen die hinteren Gleise, die waren komplett auch in dem Merkur-Schotterbraun eingeschottert, ohne eben diesen hellen Schotter oder Kies. Und das habe ich mir zum Anlass genommen. Genauso auch hier sieht es ein bisschen, also ich habe da nochmal ein paar Sachen einfach verbessert, weil mir das einfach so viel besser gefällt, wenn es ein bisschen einheitlicher ist. Und auch hier auch schon die zwei Signale aufgestellt. Das sind Viessmann-Ausfahrsignale. Sind nicht angeschlossen, da würde ich dann ein extra Video da euch dann präsentieren, nicht unbedingt wie man es anschließt, vielleicht das im Schnellverfahren, aber wie man das Ganze in Rockrail einbindet, also wie dann im automatischen Zugbetrieb dann nachher eben diese Signale dann in Rockrail angesprochen werden und wie wir das einrichten. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ein ganz cooles Video ist, aber ich rede da schon wieder zu viel. In dem heutigen Video geht es jetzt darum, dass wir die Ausgestaltung eben dieser Gleiszwischenräume weiter finalisieren, weil da gehört ja noch also gehören noch ein paar Elemente hin, wie zum Beispiel auch Buschwerk. Ich habe auch noch ein paar Sachen vorbereitet, angepinselt, die zeige ich euch dann. Aber genau, vor allen Dingen Büsche, Gräser, Blümchen. Ich habe auch so ein bisschen Müll wollte ich dann hinmachen, wie wir es schon beim anderen Bahnsteig haben, mit so Fläschchen und alles irgendwie so weit. Da wollte ich aber noch einen draufsetzen. Bin gespannt, wie das wird. Und ja, lasst uns, würde ich sagen, direkt beginnen und ich wünsche euch da ganz viel Spaß dabei. So, wir sind wieder an der gleichen Stelle und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an. Die verschiedenen Komponenten kennt ihr zum Teil aus dem Ausschmückungsvideo, wie ich hinten dann die Häuser in der Stadt ausgestaltet habe, beziehungsweise die Wiesen. Also ich werde zum Beispiel auch kleinere Stücke von der Wiesenfoliage nehmen, hellgrün. Auch wie gesagt überhaupt keine Werbung oder dergleichen. Und da kann ich mir einfach dann so ein Stück abreißen. Also das ist wirklich ganz rabiat. Und das kann man sich dann einfach so ein bisschen dann sozusagen auseinanderziehen und zurecht machen. Und das ist mir schon viel zu viel für zwischen die Gleise, deswegen kann ich da gleich noch mal was wegmachen. Und dann gerade hier finde ich dann nach dem Bahnhof kann einfach noch mal hier so ein bisschen mehr sein. Genauso auch hier, wobei mir das jetzt auch ein bisschen zu groß ist, dann mache ich das einfach jetzt hier wieder weg. Das ist von der Farbe her relativ gleich, außer mit so ein paar dunklen Punkten, aber man sieht einfach, dass es dann ein bisschen höher ausfällt. Dann um das Signal noch ein bisschen rum. So, ihr seht, ich habe das jetzt alles soweit fertig gemacht und man sieht auch durch diese dunkleren Akzente, dass es dann einfach ein bisschen anderes Gras ist. Wenn man auch näher hingeht, das zeige ich euch dann nachher, dass es dann auch wirklich dichter bzw. höher vor allen Dingen ist und man spart sich da das Thema mit dem Grasmast. Also ich habe noch keinen. Ich muss mir aber wohl über übel einen zulegen. Es soll aber überhaupt nicht negativ sein, weil irgendwann mal, man entwickelt sich ja weiter. Aber so kann man sich auch ein bisschen helfen, wenn er sagt, hey, ihr habt auch nur diese kleine Dose zum Beispiel, wollt es euch erstmal einfach halten, ist eigentlich sowas ideal, weil das hebt auch. Also es hält wirklich auf diesem Gras sehr, sehr gut. Aber es gibt da noch einen weiteren Trick. Man gibt ja dann ganz, ganz viele so verschiedene Grasbüschel in wirklich allen verschiedenen Sorten, in verschiedenen Farben und alles so weiter. Und die setze ich dann immer noch an die Seiten überall drauf. Wie gesagt, kennt ihr auch von dem anderen Video, ist es quasi gar nicht mal so viel Neues, nur jetzt machen wir es zwischen den Gleisen. Und wenn ich die dann sozusagen dann hier hinsetze, dann wird es ja auch nochmal fest, weil es dann nicht mehr weggehen kann. Wenn natürlich ein Zug hängen bleibt oder irgendwie sowas, dann kann man es natürlich einfach abnehmen, aber es ist verrutschfest, weil es durch die Grashalme eben dann fest ist. Und so wird das Ganze nochmal fixiert. Und das machen wir jetzt, würde ich sagen. So, es ist jetzt gleich ein bisschen besser fixiert und sieht auch ganz gut aus, weil so verschiedene Sträucher und so überall sind.
Jetzt gibt es das Ganze, um noch weiter das Ganze zu befestigen, gibt es auch noch dann hier, wie gesagt, überhaupt keine Werbung, gibt es noch so Blumen. Das sind aber sehr, sehr einfache Blumen, sehr, sehr günstige Blumen. Das ist der Vorteil und die sehen nachher quasi so aus, kennt ihr auch. Und dann sind es quasi einfach nur einzelne so Büsche mit oben so farbigen Blumen drauf. Ich glaube, ich muss es aber mal näher ran, weil sonst seht ihr das nicht. Also, wo habe ich denn eins? Hier sieht man es sehr, sehr gut. Und da kann ich jetzt auch noch mal ein paar so zwischendrin. Das ist ja keine Blumenwiese, das muss man auch dazu sagen, zwischen den Gleisen. Aber ich finde so ein paar Stellen finde ich das immer eigentlich ganz knuffig, weil ist ja auch so ein bisschen ein größerer ländlicher Bahnhof, sagen wir es mal so. So, und als weiterer Punkt würde ich dann das Strukturvlog quasi noch auftragen an so ein paar Stellen. Gibt es in gröberer Form, gibt es aber auch in so mittlerer oder auch feiner Form. Ich nehme meistens das Gröbere dann eher bei so Ranken, dann irgendwo so einen Tunnelwänden oder sowas dann hervor. Deswegen passt es jetzt hier, finde ich, an den Gleisen nicht so arg, weil es zu grob ist. Aber hier zum Beispiel dieses mittlere, weil es auch nochmal ein anderes Grün ist, dass da einfach quasi, sage ich nochmal, so Efeu oder irgendwelche Ranken dann wachsen. Da kann man so ein paar Akzente machen. Und das mache ich dann zum Beispiel einfach mit diesem Uhu-Kleber und das zeige ich euch mal. Weil die Blumen, die mache ich auch gleich. Das ist aber, wie gesagt, nichts anderes als wenn ich dann diese normalen Büschchen und sowas hinmache. Und da kann man zum Beispiel jetzt hier einfach mit dem Uhu trage ich hier ein bisschen auf. Und dann von dem Flock nehme ich einfach so ein bisschen in die Hand. Drückt es dann hier fest. Und dann lasse ich es erstmal trocknen. Also von dem her, das sind einfach so ein Akzent, das ist auch zu groß jetzt. Ich nehme aber ein bisschen mehr. Und so setze ich einfach verschiedene Akzente, so wie ich es auch im Abstellbereich gemacht habe. Dann ist da einfach auch noch mal ein bisschen anderes Grün und gefällt mir eigentlich so mal ganz gut. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt zusammen auch mit den Blümchen dann. So, ihr seht, ich habe immer mal wieder so kleine Blümchen hingesetzt. Ups, das macht mein Finger fokussiert ja so. Deswegen, man sieht überall mal so kleine Blümchen, die habe ich immer wieder überall hingesetzt. Also auch hier zum Beispiel ein bisschen im Bahnhofsbereich zu dem anderen. Und solange jetzt auch hier diese ganzen sag mal, Efeu-Gewächse oder sowas dann trocknen, habe ich im Bahnhofsbereich nochmal was anderes vor. Weil es geht ja auch nicht nur um das Thema Buschwerk, weil ich glaube, das haben wir jetzt größtenteils abgeschlossen oder eigentlich abgeschlossen. Und zwar, ich habe hier nochmal was vorbereitet. Und zwar, ich habe alte K-Gleise gesäbelt und dann angemalt. Ich zeige euch mal oben kurz, wie ich das gemacht habe. Und zwar, also ich habe es erstmal mit einem Dremel, habe ich es ja, mal klein geschnitten, habe dann erstmal die alte Gleise rausgesucht, habe es mit dem Dremel dann geschnitten und dann einfach mit der Rostfarbe von Revell, die ich dann immer hernehme, dann einfach angepinselt, trocknen lassen und herausgekommen sind eben dann solche Schienenelemente. Und ich würde sagen, gerade so ein großes Element hier, gerade diese große Schiene hier, die würde ich gerne so hier in den Bahnhofsbereich legen. Ich kann es noch nicht hundertprozentig sagen, es ist mal ein Test, ich mache es mal scharf. Ob das mit Sekundenkleber müsste es, denke ich mal, halten. Wenn nicht, mache ich es mit Heißkleber. Dann nochmal nach. Ich habe noch nie Schienen jetzt irgendwo quasi hingeklebt. Aber jetzt machen wir einfach hier so ein paar Finger erwischt. Ein paar Punkte. Und da würde ich das jetzt einfach mal hier so hinsetzen. Weil dann sieht man, dass da auch was gemacht worden ist. Und ich habe noch so ein paar Holzelemente. Oh, das ist nicht scharf. Die habe ich rausgelöst, weil die waren nämlich
in der Packung drin, Holzbearbeitungsmaschinen, die ich für die Schreinerei hergenommen habe. Und die nehme ich auch gerne zur Ausgestaltung. Und damit die Schiene auch nicht so ganz alleine ist, machen wir da jetzt einfach auch so ein paar Holzelemente so nochmal hin. Nur ein bisschen, dass man so sieht, da wurde noch gearbeitet. Ja, sozusagen jetzt so ein bisschen das Thema Müll. Geht aber noch weiter. Ich habe noch viele Ideen, was noch so links und rechts der Gleise hinkommt. Und ja, ich würde sagen, das machen wir weiter. Und jetzt saugen wir das Ganze ab. So, ich glaube, das sieht jetzt so erstmal doch ganz gut aus. Man sieht auch gleich, wenn es dann hier abgesaugt ist. Es ist noch ein bisschen feucht, aber es ist viel, viel kleiner. Also diese Häufchen, die ich davor gemacht habe, das war natürlich viel zu viel. Aber ich glaube, jetzt kann man sich es viel besser vorstellen. Hier habe ich jetzt noch einen Kanister hingesetzt, dann, dass man das sieht. Dann hier sind die Schienen, hier ist noch eine Palette hingeworfen worden. Und dann geht es immer weiter, immer weiter. Und hier ist ja noch eine Gießkanne, hat jemand am Abstellgleis hingeworfen. Also ich glaube, das sieht schon mal ganz gut aus. Und jetzt kümmern wir uns wirklich um den Müll. Also ich habe jetzt hier schon mal so ein paar Fläschchen mir rausgetrennt. Und auch so habe ich noch ein paar Sachen vor. Zeige ich euch dann jetzt gleich. So, ihr wisst ja, am Bahnsteig ist es ja nie sauber. Und ich habe ja bei den anderen Bahnsteigen schon zum Teil so Glasflaschen hingesetzt. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir erstmal hier an. Ja, da kommt nichts raus. Ich mache das mit Sekundenkleber und setze dann quasi diese Fläschchen dann hin. So, das ist doch gar nicht so schlecht, weil hier haben wir jetzt eine Flasche, hier nochmal eine, hier eine und so geht es halt immer so ein bisschen durch. Und jetzt habe ich noch eine andere Idee. Ich möchte jetzt noch ein bisschen anderen Müll darstellen, weil wir haben die Holzbretter, wir haben ja so ein paar kleine Sachen wie in diesen Kanister, den ihr hier seht und auch die Gießkannen und alles so weiter. Aber ich würde gerne noch so ein bisschen Papiermüll oder Plastikmüll darstellen. Ich bin ehrlich gesagt dann gespannt, wie das auf der Anlage aussieht. Ich habe einfach auf der einen Seite ein Tempotaschentuch, da eine Lage abgemacht, quasi. Da kann ich dann schön rausschneiden. Und hier eine Mülltüte. Die hat nämlich auch ganz dünne Seiten. Oder ja, ganz dünne, ja, das ist aus dünnem Material. Und ich habe jetzt mal hier einfach so kleine Fitzelchen mir aus dem, ich mache es mal ein bisschen schärfer, aus dem Tempotaschentuch, aus dem Müllbeutel sozusagen jetzt hier vorgezaubert, die einfach nur ausgeschnitten. Und jetzt schaue ich mal, wenn ich die ein bisschen so zusammenknüll und dann einfach vielleicht mit dem Uhu-Kleber einfach mal hinmache, mal sehen, ob das alles so funktioniert. Also schauen wir gleich mal gemeinsam, würde ich sagen. Ich nehme aber nur noch eine kleine Schere, weil kann sein, dass ich die da so ein bisschen zu groß gemacht habe. Und jetzt gucken wir einfach mal gemeinsam. Weil jetzt kann man zum Beispiel jetzt einfach hier einfach mal so ein bisschen was hin, habe das jetzt so ein bisschen einfach so umhergefaltet, das dann aussieht. So, jetzt will ich das Ganze mal mit Kunststoff testen. Muss nur noch ein bisschen kleiner geschnitten werden. Ich habe es ein bisschen zu gut gemeint. Wenn wir jetzt hier einfach jetzt mal hier so ein bisschen auch zerknubbeln. Ja, also es ist erstmal gar nicht so schlecht. Ich mache einfach mal so ein bisschen weiter und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Wenn es auch getrocknet ist, abmachen kann man es immer. Das ist der Vorteil, aber es ist einfach so für mich so ein Novum. Sozusagen so alte Zeitungen darstellen, ist natürlich nicht geprintet, aber auch gerade so Plastikmüll liegt ja auch immer rum. Man könnte es noch mit durchsichtiger
mit durchsichtigen Müllbeuteln machen. Bin ich noch am Überlegen. Auf der anderen Seite, durchsichtig ist halt immer ein bisschen schwierig. Auch die durchsichtigen Flaschen sieht man relativ schlecht. Also die weißen, hellen. Und ich mache das mal so weiter und melde mich gleich nochmal. So, und wir schauen uns das Ergebnis nochmal an. Also ich glaube, gerade gerade der Plastikmüll, der gefällt mir besonders gut. Das mit dem Papier ist es vielleicht nicht ganz so gut, würde ich mal behaupten. Aber ich muss sagen, mit dem Müllsack, ich glaube, das hat Potenzial. Und ich habe jetzt hier auch noch ein bisschen Bauholz hingelegt. Seht ihr auch dann, habe ich noch gefunden. Soll keine Werbung sein. Und ich habe auch noch mal so einen Blumentopf hier an die Seite gelegt. Das heißt, da hat jemand gleich mit Gießkanne und Blumentopf, da war vielleicht der Sturm gegangen, ist jetzt ins Gleisbett geweht oder sowas dann. Aber wie gesagt, auch vom Müllaufkommen, ich glaube, da muss mal die Reinigung durch. Gefällt mir soweit echt gut. Jetzt muss das Ganze noch ein bisschen nochmal trocknen, aber da verändert sich jetzt nicht so viel. Und ja, hoffe, euch hat das kleine Video gefallen, wie ich dann die Ausschmückung zwischen den Gleisen mache. Ihr werdet es ja auch in den ein oder anderen dann Fahrvideos mal sehen. Ich bin auch gespannt, wie das dann wirkt, wenn dann auch Züge vorbeifahren. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen, Anmerkungen habt, gerne in die Kommentare. Vielleicht auch, wie ihr die Gleiszwischenräume macht. Macht ihr die auch so ähnlich? Macht ihr dann eher mehr oder weniger Vegetation? Weil gibt ja alles in der Natur. Und ja, wünsche euch auf jeden Fall eine weiterhin super MOBA-Zeit und bis zum nächsten Mal, gell? Macht es gut. Bis dahin. Tschüss.